Hallo liebe Hausbauhelden, wir sind heute zu Besuch bei Emily und Markus. Die kennt ihr vielleicht schon von Guidos Deko Queen oder von Instagram. Und die beiden zeigen uns, wie sie aus ihrem Schnäppchenhaus ihr ganz persönliches Do-it-yourself-Traumhaus gemacht haben. Was das Ganze gekostet hat und welche cleveren Do-it-yourself-Ideen ihr auf keinen Fall verpassen solltet, das zeigen wir euch jetzt. Ich sag nur, Inspiration ab! EAN50, Ihr Energieberater, richtig gut beraten. Energieberatungen gibt's viele, aber gute Energieberatung ist mehr als nur ein Förderantrag mit Stempel. Wir von EAN50 sind seit über 25 Jahren am Start mit zertifizierten Energieberatern, die das große Ganze sehen. Ob Dach, Dämmung oder Wärmepumpe, wir schauen, ob das alles auch zusammen Sinn macht. Und nein, nicht jede Maßnahme ist automatisch eine gute. Manchmal ist weniger mehr oder anders besser. Wir beraten ehrlich, unabhängig und mit einem Auge fürs Detail und für die jeweiligen Bedürfnisse und finanziellen Möglichkeiten. Das unterscheidet uns von den anderen. Unsere Zentrale ist in Stuttgart, aber wir sind bundesweit unterwegs. Für alle, die nicht nur irgendeinen Energieberater wollen, sondern einen, der richtig gut berät. Ja, wow. Emily, Markus. Wahnsinn, wenn man hier reinkommt. Also man erwartet es nicht im Flur und dann geht es hier so auf und es sieht so wunderschön aus. Vielen Dank, dass wir euch besuchen dürfen heute in eurem Stadthaus, eurem 50er-Jahre-Haus. Das war ja eigentlich mal hier eure Weltreise. Ja? Wie hat es denn für euch hier angefangen? Wie kam es dazu? Junges Paar, so ein Haus. Nehmt uns ein bisschen mit. Ja, schön, dass ihr da seid. Also mega. Wir wollten ja eigentlich auf Weltreise gehen, wie du schon gesagt hast. Das war der eigentliche Plan. Dann waren wir schon so weit, dass wir uns das Auto gekauft haben, alles vorbereitet haben, Tage und Nächte in der Werkstatt verbracht haben. Dann war mein Geburtstag und ich habe noch alle Leute eingeladen und ihnen gesagt, das Einzige, was noch passieren könnte, während wir unseren ganzen Hausstand schon aufgelöst haben, dass Emily schwanger wird. Und das ist passiert. Und es ist passiert. Das war 2019, als wir dann das Haus gekauft haben und haben dann erstmal in der Einliegerwohnung unten gewohnt. Und nach 3 Jahren sind wir jetzt hier hochgezogen. Wir hatten ein bisschen Eigenkapital, das hat aber tatsächlich definitiv nicht gereicht. Und der Papa von Markus war so nett, der hat ein Haus in München und hat dann eine Grundschuld bei ihm eingetragen, dass wir eben einen relativ günstigen Zins auch bekommen und uns das halt dann auch wirklich leisten haben können. So wie ihr auch schon mitbekommen habt, habt ihr ja eigentlich alles abgerissen eigentlich und alles neu gemacht. Eine komplette Kernsanierung gemacht. Also wirklich, wir haben alles runtergestrippt, alle Leitungen neu reingelegt, also Wasser, Strom, was man halt alles so hat. Auch Fußbodenheizung, kompletten E-Strich aus. Es war sogar alles ein Holzboden, den haben wir noch zum Betonboden gemacht. Also sind auf Wärmepumpe umgestiegen, Außendämmung, also jeden Blödsinn betrieben, um aus der Bude ein Energieeffizienzhaus A+ Schlag mich tot zu machen. Könnt ihr schon mal sagen, also ihr habt ja schon ein bisschen gesagt, wie ihr es jetzt finanziert habt? Ja, der Hauskauf, das waren 280.000, war damals auch das günstigste Haus, wo inseriert war. Dann haben wir jetzt halt ungefähr für die Sanierung ausgegeben, gute knappe 300.000 Euro. Also ich sag mal, 250.000 bis 300.000 Euro sind es. Aber dafür haben wir dann auch alles gemacht. Kernsanierung mit Dämmung, Heizungsanlage, Wasser, Strom, Fenstern und haben dann auch am Ende 2 Wohneinheiten, die wir vermieten können und eine, wo wir selber wohnen können. Jetzt wollen wir uns mal angucken, wie ihr hier letztendlich Hand angelegt habt. Und dann hätte ich vorgeschlagen, wir starten mal mit eurem schönen Esszimmerbereich. Wir haben hier in diesem Küchenkochbereich, bisschen Wohnbereich, so 50 Quadratmeter, habt ihr mir schon verraten. Hier so im Essbereich, weiß ich nicht, so knappe 20. Und da oben dreht sich. Das habe ich jetzt gleich gesehen, ein bisschen, ja. Ist ein Propeller. Sehr langsam dreht er sich. Dreht er sich noch?
hat es damit auf sich? Genau, also aufgrund der Raumhöhe, das war auch immer das erste Argument, was wir von jedem gehört haben, wo wir gesagt haben, wir wollen die Decken öffnen. Ja, wir wollten das heizen, die Wärme steigt ja nach oben und dem ist ja tatsächlich so, die Physik konnten wir nicht austricksen. Und deswegen haben wir da diesen Saustalllüfter, also unsere kleine Turbine. Und der dient dazu einfach, um eine gewisse Unruhe zu erzeugen, dass wir diese Schichtung nicht haben, dass oben sich nicht zu viel Wärme sammelt. Deswegen saugt der ganz hinten von der Galerie nach unten, auch unter dieser Dachschräge, man sieht es da in einem Eck, da wo es eigentlich auch keinen stört, die Luft von oben an und wälzt sie einfach hier durch. Genau mit unserem Holzofen, den wir ja hier auch gleich stehen haben, mit Wassertasche, verteilt ihr das dann richtig gut. Aber wir haben ihn tatsächlich fast nie gebraucht, wenn wir mit der Fußbodenheizung heizen, da die Hitze sehr, sehr langsam auch nach oben steigt. Und dadurch, dass das Haus sehr, sehr gut gedämmt ist mittlerweile, haben wir eigentlich vielleicht oben 25, unten dann 22 Grad. Das lässt sich auch aushalten, ohne dass man den einschaltet. Emily, und du bist für das Schöne zuständig. Genau, ja? mit der Technik, da kann ich gar nichts anfangen. Genau, ich kümmere mich eher um die Deko, um die Gestaltung und um die Raumaufteilung hier. So ein bisschen alles Wärmer spanisch, einfach, ja. wärmer angehaucht. Die Wahl der Möbel. Ich meine, auch diese Stühle hier. Die waren ursprünglich aus Holz, die sind dann aber in so einem orangenen Holz angekommen. Dann hat meine Mama sie übermalt gehabt in einem dunklen Grünton. Dann habe ich mir aber gedacht, nee, ich mag sie eigentlich doch wieder Natur und habe sie dann wieder abgeschliffen. Also ja. Das ist eigentlich vom Baumarkt eine Tür gewesen, eine sehr günstige. Die habe ich einmal tapeziert und hier so Holzleisten dran gemacht, damit es einfach ein bisschen schöner ausschaut. Die kann man aufschieben. Ich weiß jetzt nur nicht, ob wir das zeigen sollen. So ein bisschen. So ein bisschen können wir es aufschieben. Gut, dass ich alle Klappen offen gelassen habe. Und das hier hast du mir schon auch vorher erzählt. Genau, das ist auch ein gebrauchter Gegenstand wieder gewesen. Es war ein Regal, das wir auf Kleinanzeigen gekauft haben und den habe ich dann auch ein bisschen umgestaltet und einfach als Einbauregal hier genutzt und habe hier so Stahlleisten, die hatten wir auch noch über, einfach um ein bisschen Brandschutz zu schaffen, dran geklebt, genau, wegen am Ofen, dass da einfach eine Sicherheit ist und genau, ein paar Vasen habe ich auch vom Flohmarkt. Ja, das ist halt so meine Und die Lautsprecherboxen sind bei euch begrünt. Ja, genau. Das blüht die Botanik. Das durfte meine Frau machen. Genau, also das dafür durften sie bleiben. Der Markus hat tatsächlich, als ich nicht zu Hause war den ganzen Tag, hat er die Lautsprecher da montiert und das war ganz schlimm für mich. Also wirklich ganz, ganz schlimm, weil die einfach größer sind als mein ganzer Kopf. Also ich weiß auch nicht, welcher Mensch so riesen Lautsprecher braucht, aber egal. Markus, ja. Weil mein Ding ist immer hinter der Wand. Also die ganze Technik, die Elektrik, das, was man halt dann nicht sieht. Ja. Sie macht dann immer das Finish drüber. Aber es ergänzt sich ja eigentlich auch wiederum perfekt, wenn man so sieht. Doch, finde ich auch. Natürlich. Wir ergänzen uns schon gut. Weil ich glaube, so Bauprojekte, die können auch für Beziehungen ganz schön heftig sein. Ja, Ne? vor allem, wenn man unterschiedliche Geschmäcker hat. Da bin ich schon froh, dass er mich echt machen Wir haben lässt. ziemlich schnell gelernt, dass wir nichts zusammen machen dürfen. Ich darf es immer nur, ich darf es bauen, vorbereiten. Sie vollendet es dann im Sinne von, dass die Optik passt. Aber eine Top-Ergänzung. Gefällt mir sehr, sehr gut. Sieht man auch gleich wieder in der Küche. Da kommt vor allem auch nochmal die künstlerische Ader auch von deiner Familie auch nochmal raus. Ja, das stimmt. Das schauen wir uns Ja, als schauen wir uns nächstes gerne an. Also hier haben wir auch von meiner Mama wieder ein Relief. Das finde ich auch super schön. Die Mama hat sich ja hier generell in unserem Haus ziemlich verewigt, deswegen auch auf Instagram Kunsthaus Bock. Ja, ich finde es einfach super schön. Wir haben hier als indirekte Beleuchtung haben wir dann da oben noch die Balken von der Decke, die wir alle rausgerissen haben, haben wir hier wiederverwendet, was ich auch super schön finde. Die Balken, wo wir jetzt da im Regal sehen, oder wo halt das Regal dann geworden sind, die waren genau mittig zwischen diesen breiten Balken. Die haben auch eine statische Aufgabe gehabt, die waren auf Zug. Also Dach zieht ja dann an den Balken, aber wir haben ja keinen First. Also habe ich mir erstmal einen Statiker geholt, habe das alles durchrechnen lassen, ob wir die überhaupt draus machen können. Also da kommt man natürlich nicht vorbei, also irgendwas muss dann schon Hand und Fuß haben. Und dann haben wir einen Umbauplan bekommen. Der umfasste 1473 Nägel, wobei die 73 geschätzt sind. Und jede Menge Balkenschuhe und Wechsel. Das habe ich dann entsprechend alles durchgeführt. Und dann bekamen wir dieses Bild.
Wie behandelt man jetzt so ein Holz dann noch, wenn es dann freigelegt ist? Es kommt darauf an, was dem Holz fehlt. Also wenn es im Innenbereich ist, bedarf es keiner direkten Behandlung. Wenn du jetzt irgendwie einen Wurm oder sowas drin hattest, dann kannst du natürlich da ein Holzwurm-Totzeug draufschmieren, dass es da entsprechend nicht mehr weitergeht. Ansonsten, wir haben die abgeschliffen. Jetzt komme ich mal zu dir rüber. Jetzt gucken wir uns nochmal, du hast mir nämlich schon verraten, was das für ein Material ist. Genau, das ist Fliesenkleber tatsächlich. Meine Mama macht alle Figuren aus Fliesenkleber. Das ist verrückt, man kann sich das immer gar nicht so vorstellen, aber genau, das ist ihre Art. Ja, also das heißt, hier hinten ist die ursprüngliche Wand. Genau. Die habt ihr einfach so gelassen. Und du hast schon gesagt, die war erst fertig und dann habt ihr den Rest gemacht. Und das ist Fliesenkleber. Also Wahnsinn. Ich liebe es halt, wenn man modern mit alt so kombinieren kann, weil das macht halt so einen ganz eigenen Charme. Ja. Deswegen, genau, finde ich das auch Und die ganz Küche ist neu, aber habe ich schon gehört, habt ihr zu Corona-Zeiten, vor Corona-Zeiten oder Corona-Zeiten zum Schnäppchenpreis noch geschossen, mehr oder weniger, aber passt auch perfekt rein. So, und jetzt haben wir ja hier auf der Fläche haben wir noch ein wunderschönes Badezimmer, durfte ich schon sehen. Und dazu haben wir jetzt so ein bisschen Premiere, weil ihr hattet schon, weil euer Haus schon was Besonderes ist, schon ein bisschen Besuch von dem einen oder anderen Kamerateam. Aber das Bad war noch nicht so richtig Thema. Und wir freuen uns jetzt, dass wir das jetzt mal sozusagen fast exklusiv mit euch anschauen dürfen. Ja, sehr gerne. Los. Doch bitte vor. Wow. Ja, auch hier gibt es wieder einiges zu entdecken. Wo fangen wir überhaupt an, Emily? Vielleicht mit dieser Wahnsinns-Badewanne, weil natürlich die sticht einem sofort ins gerne. Auge. Übergröße. Ja, ja, die haben wir tatsächlich gebraucht auch wieder gekauft. Wir sind ja immer auf der Suche nach guten Schnäppchen, da das Budget ja auch begrenzt ist. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, viele fragen ja, warum habt ihr keinen Wanneneinlauf? Aber der ist da beim Überlauf mit drin. Weil der Wanneneinlauf, der hat ja oft über 1000 € gekostet, dann hättest du auch wieder so ein freistehendes Ding da gehabt, wo du den rumputzen musst. Ja, aber dann haben wir das Ding da gefunden, ich glaube, kostet 200 € oder so. Super. Ihr habt schon verraten, vom Grundriss her, ihr habt hier alles geändert und rausgerissen. Ihr habt schon verraten, es war hier eigentlich mal ein Gang. Und hier waren 3 Räume, kleine Räume. Genau. Vielleicht nimmst du es da nochmal ein bisschen. Die Badewanne stand tatsächlich schon auch früher hier in diesem Bereich. Sie war kleiner, es war so eine eingemauerte, wie man sie früher vielleicht aus den 50er kennt. Da war nochmal ein zweiter Raum, komplett abgetrennt mit eigener Tür, wo die Toilette drin war. Und hier war nochmal so ein kleines Separé, Speis oder für was das auch immer genutzt wurde. Dasselbe war im unteren Stockwerk auch nochmal. Und hier hatte man einfach nur so ein Eingangsflur, wo es dann hier in die ganzen anderen Zimmer ging. Also das Haus, das hatte, wo wir es gekauft hatten, ich glaube, es waren 16 Zimmer. Das waren sehr viele Wände, die wir hier abtragen mussten. Alles Klinker, Vollstein, dieses Reichsformat, sowas wie hier. Du hast gerade diese Wand hier angesprochen. Das ist aber keine Originalwand, auch wenn sie so aussieht. Nein. Genau, die ganze Wand haben wir vorgesetzt. Auch da ist dahinter die ganze Technik fürs Wasser, für den Holzofen auch, für die Toilette der Spülkasten. Und somit haben wir dann diese 20 cm dann auch benutzt für das ganze Technische. Und dann haben wir gesagt, wir müssen diese Wand irgendwie verblenden und dann müssen diese Riemchen geholt, die sind aus Beton und ist auch im Nassbereich sicher von Vorteil. Und jetzt haben wir noch ein Dschungelerlebnis hier, eine Wasserfalldusche und wir haben auch keine Wand, also keine Duschwand. Habt ihr euch dagegen entschieden? Ist es hier nicht alles wahnsinnig nass, wenn ihr geduscht habt? Das ist tatsächlich eine sehr, sehr häufige Frage und wir waren noch lange Zeit im Überlegen, ob wir hier noch eine Glaswand hinmachen sollten, sind aber schließlich zu dem Entschluss gekommen, dieses Glas zu putzen wird wahrscheinlich wesentlich mehr Arbeit sein, als wie das Wasser auf dem Boden wegzuwischen, das ungefähr maximal bis hierher geht, weil tatsächlich durch diesen Ablauf hier in der Wand geht das Wasser schön darunter und unter Wasser stehen wir eigentlich hier nie. Also das mit 1,20er Fliesen haben, verteilt sich das recht schön. Das Ganze. Man hat dann schon natürlich hier ein paar Wasserflecken, aber wie meine Frau schon gesagt hat, die wegzuschieben im Vergleich und die ganze Glasding immer sauber zu machen, die kostet ja auch Geld. Ne? Also wir haben gesagt, dann sparen wir uns das, lassen wir das so offen, schaut ja auch, finde ich, schöner aus, bisschen cleaner. Total. Und wir haben ja den Ablauf direkt in die Wand reingesetzt und nicht in den Boden. Und somit kann man auch bis hinter das Wasser schön rauslaufen lassen. Und haben da auch mit dem Fugenbild eigentlich ein super Ergebnis immer. Also es ist wahnsinnig pflegeleicht. Badezimmer haben wir somit einmal und dann würde ich sagen, steht jetzt ein Stockwerk höher an.
Ach, da haben wir ja zum Beispiel jetzt eins meiner wenigen Projekte, das man auch direkt sieht. Also wo auch wirklich bleiben durfte, wo ich sogar selber streichen durfte. Normalerweise verschwindet ja alles immer hinter irgendeiner Deko oder sowas. Das stimmt. Aber die Treppe ist auch komplett in Eigenleistung, auch frei tragen. Ja. Also wir haben hier keine Stütze oder sowas. Funktioniert nur deswegen, weil das Geländer hier auch zum statischen Element mit wurde. Aber da habe ich auch ewig hingebastelt. Gerade mit den Schweißnähten, dass das hier alles so sauber aussieht. Da Hast bastelt du auch man selber gemacht? alles. Ja. Selber Unglaublich. berechnet, geschweißt, auch die Elektronik, jede Stufe wird hier einzeln angesteuert. Von den Lichtern bis hoch und auch wieder runter gedimmt und geht oben genauso. Wenn man runter geht, geht es halt dann in die andere Richtung. Das ist jetzt eher so unser Familienwohnzimmer. Das unten, da haben wir auch noch mal eine Couch. Das ist halt dann eher, wenn Gäste da sind, dann eben, genau. Ja, und natürlich stellt sich hier sofort die Frage, wer leidgeprüft schon mal im Dachgeschoss gewohnt hat, Ja. der weiß, da wird es gern warm. Wie habt ihr das gelöst? Außer das mit dem Propeller, da gibt es vielleicht noch eine Lösung. Ja, bei uns kühlt sogar die Bilder, oder bei uns kühlen sogar die Bilder von der Schwiegermutter. Kunst kühlt. Ganz genau. Da haben wir unsere Klimaanlage schön versteckt. Das war auch das einzigste Modell, wo ich bei meiner Frau durchgebracht habe. Also nochmal, super gut. das ist eine Klimaanlage. Das ist eine Klimaanlage, die Das lässt möchten wir doch sogar mal zu, sehen. dass man, mach's sofort, dass man ein Bild integriert. Also da kann man jedes Bild reinhängen, das man möchte. Das hat auch wieder meine Mama gemalt. Wer denn sonst? Ist konsequent. Und die fährt jetzt hier praktisch mit ihren Flügelchen aus, an den Seiten links und rechts und unten auch nochmal zusätzlich. Und bläst dann die ganze Luft hier in der Galerie oben umher und saugt oben die wärmste Luft sozusagen an dem Raum. Wie lange habt ihr das schon da? Die ist jetzt seit 2 Jahren. Also tatsächlich Einsatz. ist schon 2, 3 Jahre. erprobt und Genau. funktioniert. Funktioniert. Im Tatsächlich. Winter heizt sie auch, also wenn jetzt die PV so viel Strom liefert, dass wir Überschuss hätten, fängt die auch an zum Heizen, zur Wärmepumpe draußen, also da rödeln dann alle Wärmepumpen im Haus, Stark. bis da die Temperatur hochgeht. Ich hatte es gerade im Badezimmer angesprochen. Das ist jetzt, da sieht man es, die ursprüngliche Mauer. Da ist der Ofen geht hier hoch, ne, das Ofenrohr. Und da sieht man es. Also es sieht ähnlich aus wie im Ja. Bad. Es ist nur ein roterer Stein. Ja. Aber auch wieder schön, dass ihr dieses Element drin gelassen habt. Ja. Ja. Wie habt ihr da, ich meine, ein bisschen bearbeiten muss man es ja schon. Wie seid ihr da vorgegangen? Das war eine Höllenarbeit. Also der war ja komplett verputzt, aber auch versottet. Da ist praktisch von oben dann kommt diese schwarze Kondensmilch oder wie auch immer man das im Fachjargon nennt, runter. Man kann den Putz dann schon fast mit der Hand runternehmen, wenn der schon seit 60 Jahren so im Einsatz ist. Das dann erstmal, also Putz runterklopfen und dann erstmal die Steine sauber bekommen. Die waren komplett schwarz. Da hat mir dann ein Kollege, furchtbar. Malerkollege in Mittel empfohlen, da hast du wirklich das drüber geputzt, dann sind die Dinger wieder rot gewesen. Ihr habt jetzt hier keinen Fernseher drin. Ist das eine Entscheidung, wir möchten keinen oder versteckt sich da noch irgendein Highlight? Also tatsächlich, ich möchte kein Fernsehen, ich möchte aber Fernsehen schauen. Aber wir haben einen Beamer, der steht da hinten, den machen wir dann oft auf den Holzbalken. Und wenn wir Film schauen, dann tatsächlich immer in unserem Netz. Sollen wir da vielleicht noch hinschauen? Da können wir gerne noch hinschauen. Unser Netz, das ist auch immer Gehen wir mal sehr zu. beliebt. So im Netz. Ja, das glaube ich. Das hat man ja sonst nicht so oft. Genau, sollen wir mal reinsteigen? Traust du dich? Ja, darf man da mit Schuhen rein? Ja, ja. Das ist schon. Oh Der Dreck fällt mein einfach Gott, durch. was tut man nicht alles? Okay. Boah. Okay. Ja, das Schau, aber wenn du einmal drin Ja. warst, wirklich, gell? Ist das nicht so ich schlimm? vertraue euch auch, muss ich wirklich sagen. So, liebe Hausbauhelden, dafür gibt es einen Orden. Aber es geht. Und von hier guckt ihr jetzt fern. Das Genau, also wir liegen dann meistens alle zusammen hier so in der Reihe und haben dann den Beamer da an der Wand. Genau. Und ihr habt hier 2 Kids. Genau. Die kommen hier auch mit hoch. Also der kleinste tatsächlich nicht, der ist einfach noch zu klein. Aber unsere große, die ist 5, die kommt hier auch mit rein. Ja. So, und jetzt mal für mich noch als alte Sicherheitsexpertin. Ist gut, dass ich frage, wenn ich schon drauf sitze. Also A, wie kam es zu der Idee? Und B, worauf muss man achten? Und vielleicht habt ihr auch eine Größenordnung, was sowas kostet.
Also die Idee haben wir einfach, ich weiß gar nicht, haben wir im Internet Das war wieder gesehen. irgendwas, wo man auf Pinterest oder YouTube oder so unterwegs war und das gesehen hat und dann gemeint hat, man braucht es auch. Ja. Dann ging es los, wo könnten wir sowas haben? Dann habe ich gesagt, komm, wir haben doch hier das Stahlgeländer, da kann man super ein Netz festmachen. Und dort auf dem Holzbalken kann man auch gut diese Edelstahlhaken aus dem Bereich sind die. Haben wir dann gekauft und haben dann dieses Netz, worauf muss man achten? Natürlich, dass das Netz für sowas geeignet ist. Das ist so ein Nylon-Netz, extra so ein, lass 80 € gewesen sein, was das Netz gekostet hat. Dann brauchst du halt noch die Haken oder ein entsprechendes Befestigungsmaterial und das ist ja immer abhängig von der jeweiligen Situation vor Ort. Ja. Bei uns war es natürlich charmant, wir haben das Geländer gehabt, wir haben eigentlich nur diese Edelstahlhaken gebraucht, die waren recht günstig, da haben wir pro Stück vielleicht 2 € bezahlt, also lass 100 € gewesen sein am Ende. Und da ist noch nie was rausgegangen, weil ich sehe ja, die sind jetzt ja hier das sind ja 2 Schrauben, oder? Ja, aber das Und das musst du hält. dir denken, das verteilt sich ja auf die ganze Masse. Was, auf die was ganze kann Länge. man hier maximal an Gewicht drauf? Also laut meiner Berechnung sind es genau 322,78 Kilogramm. Ab dann würde alles zur vollen Versagung. Okay, aber also man hat Keine Ahnung. Spielraum hat man auf jeden Also ich Fall. denke mal, dass das wahrscheinlich ist einer der Haken irgendwann mal aufgeben wird, aber davon sind wir weit entfernt. Gut, ich gehe. Nee, super. So, sag mal, bevor wir hier in die Räume weitergehen, das da ist Gäste-WC, oder? Wird das Gäste-WC, da müssen wir jetzt nicht reinschauen. Das ist im Moment noch Abstellkammer. Aber ja, irgendwann wird es unser Gäste-WC werden. Okay, und ich sehe hier gerade beim Vorbeilaufen, ihr habt da so eine interessante, ist das eine Tür? Ja, das ist mein Upcycling-Projekt. Das habe ich aus den alten Holzdielen vom Dachboden, habe ich das selber gemacht, genau. Das ist jetzt Das unser... war der Boden von der... Also ja genau, der Boden vom Esszimmer war das mal. Okay, cool. Und das hast du dazu gekauft? Genau, oder das war habe ich gekauft und habe das alles dran geschraubt. Das war halt eines meiner ersten Projekte. Ist natürlich vielleicht nicht ganz perfekt, aber ich bin schon sehr stolz drauf. Ich finde es ganz cool. Das sieht sehr cool aus, ja. Ich Okay. finde, das hast du cool gemacht. Sie hat als Dübel Holzstücke verwendet und keine normalen Dübel. Das ist eigentlich total genial. Wie man es früher gemacht Auch schon hat. wieder abgecycelt, oder? Genau. Auf einmal haut sie Holzdinger rein. Also, Schatz, das ist genial. Da muss natürlich ein leeres Glas sein. Die Frau ist genial. So, welchen Raum haben wir als nächstes? Das ist im Moment unser Übergangsschlafzimmer, wird aber dann ein Kinderzimmer werden, das zweite. Genau. Sollte auch mal ein Gästezimmer werden. Da kann man noch ein Kind mehr. Okay, ja. Da Genau. muss man dann ein bisschen flexibel bleiben. Wir müssen über die Wand sprechen. Ja, ganz überraschend auch wieder von meiner Mama ein Gemälde. Genau, das war wieder auch eins der ersten Dinge hier drin, die fertig waren. Ja, das sind ein paar Augen, die uns anstarren, aber wir lieben die Wand und es ist auf jeden Fall das Highlight hier in diesem Raum. Ansonsten steht halt hier noch relativ viel rum, weil eben wir jetzt mit unserem Sohn und irgendwie auch meistens mit unserer Tochter zusammen hier in unserem eigentlichen Kinderbett schlafen. In dem haben wir jetzt halt einfach eine große Matratze gelegt und ja, schlafen da teilweise zu viert, manchmal auch zu dritt. Und Emily, hinter dir, da geht's dann raus in die Outdoor-Kitchen. Genau, ja. da geht's zu unserer Außenküche. Die würde ich euch aber gerne später nochmal im Detail zeigen. Genau, die gucken wir uns an. Dafür bist du schon bei Guidos Deko Queen prämiert worden. Genau. Das erzählst du uns nachher dort nochmal alles im Detail. Ja, das Super. machen wir. Als nächstes schauen wir uns das Kinderzimmer an, Ja, richtig? genau. Auch hier. Auch wieder eine Highlight-Wand, natürlich auch wieder von meiner Mama gemalt. Da hat sie eine Woche in Vollzeit gebraucht. Da war auch Corona tatsächlich. Also die Wand war, bevor der Boden drin war, fertig, bevor die Wände verputzt waren, bevor eigentlich alles hier drin fertig war diese Wand fertig. So, und was hier natürlich auch noch direkt ins Auge sticht, ist das Bett. Ne? Und das habt ihr doch bestimmt schon wieder selber verbrochen. Da hat uns das Christkind überrascht. Das Christkind war das? Okay. Ja, unsere Tochter hat sich nämlich ein Hochbett gewünscht und das hat sie dann vom Christkind gekriegt. Das hatte eine Nacht Zeit, das war ein bisschen gestresst. Dann habt ihr das hier.
echt super hingepackt. Ich kann mich hier sogar dranhängen. Stark. Das hält schon. Ja, und das ist ja praktisch dann eine Treppe, also wie eine Kletterwand. Genau. Ne, dort. Ja, wir mussten hier halt ein bisschen erfinderisch sein, weil ja das Fenster hier natürlich bis hier hinter ging. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das einfach ein bisschen schräg, dass sie hier hochgehen kann. Das Christkind. Und das Christkind, genau. Und machen hier dann am besten keine Stütze rein, dass das halt freitragend ist, dass man möglichst viel drunter bekommt. Und ich glaube, das hat das Christkind ganz gut hinbekommen. Was schauen wir uns als nächstes an? Dann würde ich sagen, gehen wir als nächstes zu unserem noch Rohbau, was später mal unser Schlafzimmer werden soll. Treppe hoch. Treppe hoch, Okay. genau. Ja, ich finde es ganz toll, dass hier alles super toll unten ready ist und hier ist einfach Baustelle. Was soll hier genau entstehen? Wie ist der Plan? Nehmt uns mal ein bisschen mit. Genau, also eigentlich soll hier vorerst mal unser Schlafzimmer entstehen. Also es ist sehr groß, es hat aber den Hintergrund, dass wir eventuell daraus noch mal eine weitere Wohnung machen, falls wir im Alter einfach sagen, hey, wir haben keinen Bock, 170 Quadratmeter zu putzen, Kinder sind außer Haus. Genau, dann würden wir tatsächlich hier hauptsächlich wohnen und unten und die einzige Wohnung komplett vermieten. Genau. Wenn ihr hier dann wohnt im Alter und bräuchtet ihr ja auch ein bisschen Barrierefreiheit. Das heißt, diese Treppe hoch könnte ja unter Umständen schwierig werden. Wie würdet ihr das lösen? Genau, wir haben hier extra eine Haustür sozusagen eingebaut, von der würden wir dann tatsächlich reinkommen. Da müssen wir den Zugang tatsächlich über den Freisitz, also wir haben ja draußen, da wo die Outdoor-Kitchen ist, da drüber kommt dann nochmal eine Terrasse und von da würden wir dann reinkommen. Hier drinnen steht auch tatsächlich ein kleiner Lift, praktisch von der Ebene hoch zur Galerie. Da habe ich schon ganz, ganz wilde Fantasien in meinem Kopf, wie ich mich die nächsten 3 Jahre immer mal wieder so ein paar Stunden beschäftigen kann, um da was hinzuzaubern. Ja, was soll denn oben hinkommen? Oben ist eigentlich ist es Abstellraum, aber wir werden wahrscheinlich oben schlafen oder so. Das werden wir uns dann einfach überlegen, wie wir den Platz am besten nutzen. Emilie, vielleicht würdest du uns das nochmal hier so am Ort selber nochmal zeigen, was genau hier geplant ist, dass wir es uns ein bisschen besser vorstellen können. Ja, sehr gerne. Also wollen wir einen kleinen Raum machen, wo wirklich nur Toilette und Waschbecken drinnen ist, dass man einfach, ja, das ein bisschen separiert hat, will ich, dass es aussieht, wie als wäre hier einfach ein massiver Felsen mitten im Raum. Und von diesem Felsen soll dann ein Wasserfall sozusagen in die Badewanne, die hier aber offen im Raum steht, reinfließen. Hier kommt dann so eine Sitzbank nochmal hin, also dass du dir halt wirklich am Fenster, weil die Aussicht finde ich halt einfach unfassbar schön. Ja. Vor allem, wenn die Sonne untergeht, die geht wirklich direkt da hinten unter, hinter den Bergen und das ist einfach super schön. Ansonsten kommt da hinten noch unser Ankleidezimmer hin. Da wird aber auch noch mal eine Trennwand dann sein. Auf das freue ich mich schon sehr, weil wir teilen uns im Moment 1,50 Meter Schrank zu zweit. Das ist wirklich eine Katastrophe. Ja, liebe Hausbauhelden, wenn ihr Interesse habt, wie das hier alles wird und wir mal wiederkommen sollen, dann schreibt es uns doch mal in die Kommentare, weil dann besuchen wir euch nämlich, wenn ihr uns mal wieder anruft und sagt, fertig, und wir gucken mal, was ihr hier wirklich alles draus gemacht habt. Fände ich spannend. Bevor wir jetzt zum Highlight rauskommen, zur Outdoor Kitchen, da würde ich noch einen kurzen Schlenker über den Technikraum machen. Sehr gerne. Sowas braucht ja auch ein bisschen Platz und da steckt ja auch einiges an Technik dahinter. Und ich glaube, den oder die ein oder andere interessiert auch, wie ihr das innen gelöst habt. Des Hauses sozusagen. Genau. Ja. Na, dann würdest du vielleicht vorgehen und uns mal führen. Dann mal ganz nach unten wieder ein paar Treppenstufen bergab. Also der Großteil betrifft die Heizungsanlage und die Photovoltaik. Für die Photovoltaik, das Eck hier, eher mal angedacht und auch bis da drüben für die ganzen Energiespeicher. Und als Besonderheit für diesen Heizungsraum, der hat eine eigene Wärmepumpe, um erstens den Raum runterzukühlen, weil er ja doch recht warm wird im Sommer, wenn da die Wechselrichter Gas geben. Und damit ich dann die Wärme auch gleich nutzen kann. Also im kompletten Sommer laufen die Wärmepumpen draußen nicht. Da habe ich eigentlich nur die am Durchlaufen. Das ist eigentlich eine stinknormale Poolwärmepumpe mit einem kleinen Widerstand drin, dass er die Temperatur anhebt und dann heizt er den ganzen Pufferspeicher hoch. Läuft ja relativ lang und zuverlässig das System. Und somit können wir auch die Effizienz von unseren ganzen Komponenten hier drin ein bisschen steigern, ein bisschen lebenslange
Lebensdauer erhöhen, weil der Raum doch recht warm werden würde. Sonst Ja. also, wir sprechen da im Sommer von 30 Grad ohne Pumpe und das ist mit der natürlich dann schon besser. Wie autark seid ihr im Sommer dann wahrscheinlich 100% über den Winter? Ja, genau. Wie läuft es bei euch? Im Sommer ist es ziemlich entspannt, wenn wir mit 2 E-Autos laden und mit der Wärmepumpe heizen. Wenn die Wärmepumpe das braucht, die braucht jetzt da ungefähr 500 Watt. Die läuft im Sommer vormittags kurz, dann hat der Speicher seine 50 Grad. Mehr brauchst du im Sommer nicht. Und dann geht es da hin, also bis zur Übergangszeit. Und dann kommt es halt drauf an, haben wir eine Dunkelflaute, haben wir keine. Und dann wird dann schon Strom auch zugekauft entsprechend. Aber da kann man dann auch entsprechend mit der ganzen Technik, die wir haben, die ja auch sehr smart schon mittlerweile gesteuert wird, arbeiten. Also wenn denn da mal die Sonne aufgeht, im Winter auch, dann geben diese Wechselrichter alles, um diese Energie in die Batterien reinzubekommen. Also wir haben 25 Kilowatt Peak auf dem Dach. Laden ist möglich bis ungefähr, was hat der? Der hat 5, der hat auch 5 und 10, also 20 Kilowatt Peak kann man dann schon mal in die Speicher reinhauen. Und wenn die dann voll werden langsam und er merkt, er würde jetzt einspeisen, würde er an die ganzen Wärmepumpen am Haus ein Signal schicken, hey, ihr dürft jetzt mal volle Lotte Gas geben. Und dann gehen die auch auf Übertemperatur. Also dann heizt den Pufferspeicher bis 70 Grad theoretisch hoch. Und auch die Klimaanlagen schauen, dass sie den Raum oben ein paar Grad wärmer bekommen, wie es eigentlich eingestellt ist. Also dann hat man halt mal oben 24, 25 Grad, aber dann, wenn es mal dunkel wird, hat man auch einfach mehr Energie im gesamten Haus, im E-Strich, Pufferspeicher drinnen und als Reserve. Und zusätzlich noch chemisch in den Batterien. So, Emily, jetzt kommen wir zum Highlight so ein bisschen. Dein persönliches, die Outdoor Kitchen. Guido Maria Kretschmer, der bekannte Designer und Interior Designer und einfach Designtalent, hat dir dafür 9 Punkte gegeben. 9 von 10, das ist ziemlich gut. Ja. Und wie das jetzt alles gelaufen ist und wofür du diese Punkte bekommen hast, das zeige ich euch. Genau. Tja, wie im Urlaub, würde ich sagen. Ja, oder? ja, also mir gefällt es nach wie vor super gut. Genau, das war jetzt mein Umgestaltungsprojekt bei Guido Maria Kretschmer bei DecoQueen. Ja, es war eine super coole Erfahrung. Es ging 2 ganze Tage lang. Es war mega anstrengend, aber auch mega schön. Und ja, Guido hat auch gesagt, er könnte bei uns wohnen. Das hat mir... Ritterschlag, oder? Ja, auf jeden Fall. Das war wirklich sehr, sehr schön zu hören. Also das ging so, ich habe 2.500 € zur Verfügung bekommen und am ersten Tag durfte ich mit der Hälfte vom Geld online shoppen. Wenn ich jetzt nicht die ganze Hälfte ausgegeben habe, dann ist es natürlich dann zum Budget am nächsten Tag dazugerechnet worden. Genau. Und ja, dann waren wir hier gut beschäftigt. Hier war alles eigentlich sehr dunkel und der Boden hat halt von 5 Jahren Baustelle natürlich auch viel gesehen gehabt. Den haben wir komplett geändert. Wir haben alle Wände gestrichen und die Decke mit eigentlich auch mit einem Teppich, weil das war mein Highlight, ausgestattet und die ganzen Vorhänge drumherum gemacht. Ja, mittlerweile hat sich ein bisschen was verändert. Wir haben den Teppich im Wohnzimmer mittlerweile liegen, weil der da einfach super gepasst hat und sich hier leider so ein bisschen durchgehangen hat. Also ganz kurz zur Erklärung, der Teppich war an der Decke so festgemacht, ne? Also ein großer Teppich. Genau. Und Guido fand das ja auch besonders schön, ne? Ja, es gab ja extra Lob sogar. Genau, ja, wir haben ihn tatsächlich an die Decke gemacht, weil der hier einfach viel zu groß gewesen wäre. Er wäre tatsächlich einfach an der Bank und an der Küche aufgestanden, weil der eben so breit war und das hätte einfach nicht gewirkt. Ja. Deswegen haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir uns einen Plan B einfallen lassen und dann haben wir gesagt, machen wir ihn an die Decke, haben ihn auch dann indirekt beleuchtet. Genau, und das hat ihnen dann sehr gut gefallen und ich war natürlich super happy. Also die Geräte hier, waren die auch Teil oder waren die schon da? Nee, die waren schon da. Also wir haben die Außenküche vor 5 Jahren gebaut, oder? Ja. Die haben wir gleich am Anfang gebaut. Und wir haben halt wirklich die Küche aus den Abriss vom Haus einfach gebaut. Natürlich jetzt halt den Ofen, Waschbecken und das alles haben wir neu gekauft gehabt. Aber es sollte auch diesen alten Flair einfach haben, weil ich finde,
ich mag das einfach, wenn du modern mit alt mischt, das macht einfach einen ganz besonderen Charme. Und wir haben zum Beispiel diese Arbeitsplatte, das war zwar nicht von unserem Abriss, aber von einem Abriss von der Scheune haben wir das geschenkt bekommen, haben dann hier diese Mut dann auch mit dran gemacht, dass es einfach alles nochmal ein bisschen uriger und älter ausschaut. So, und Emily, und hier hast du dich auch verwirklicht, Ja. also auch nicht im Rahmen von Guidos Deco Queen, sondern auch schon vorher. Aber erzähl mal, wie das hier abgelaufen ist. Ja, also ich muss ja sagen, wir haben uns das Haus gekauft und ich bin ja jetzt nicht unbedingt so handwerklich begabt, aber ich habe mir alle Projekte einfach mir in den Kopf gesetzt und habe dann einfach gedacht, jetzt mach mal. Und natürlich ist alles immer so Learning by Doing. Mittlerweile bin ich auch schon wesentlich besser, aber da habe ich zum Beispiel die Bank gemauert und habe sie anstatt versetzt zu mauern einfach gerade hochgemauert. Da ist dann Markus dann auch nach Hause gekommen, total entsetzt und konnte es nicht fassen. Hat gefragt, ob ich nie Lego gespielt habe. Und nein, ich hasse Lego, ich habe es wirklich nie gespielt. Genau, aber ich denke mir, die ist trotzdem stabiler wie jetzt eine normale Sitzbank. Von dem her hat sie ihre Daseinsberechtigung, Ja, trotz falschen Aufbau. Auf jeden Fall. Und weißt du, ich finde, es macht auch Mut, dass man einfach mal Dinge auch probieren kann. Definitiv. So lernt man es ja dann auch. Beim nächsten Mal weiß ich ganz genau, dass man wie beim Lego das ein bisschen überlappen lässt. Und ich muss auch sagen, das ist halt bei einem alten Haus, finde ich, das Schöne, weil du traust dir mehr zu. Bei einem neuen, da denkst du dir bei jedem Ding, oh Gott, ich will nichts kaputt machen. Und bei einem alten, du kannst es eigentlich fast nur schöner machen. Und das finde ich halt eigentlich das Tolle und deswegen liebe ich dieses Projekt hier auch so, weil das einfach was ganz Besonderes ist. Und ich auch so über mich hinausgewachsen bin in so vielen Sachen und mich halt einfach mehr trauen. Das will ich auch weitergeben. Ja, liebe Hausbauhelden, ich glaube, heute gab es eine ordentliche Portion Inspiration. Habt Mut, traut euch, Do-it-yourself-Projekte. Wenn ihr noch ein bisschen mehr zu den Sachen, über die wir auch gesprochen haben, sehen wollt, dann besucht doch Emily und Markus auf ihrem Instagram-Kanal. Den Namen, den schreiben wir euch hier rein. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert dabei auch gerne noch die Glocke, denn dann verpasst ihr keins unserer Videos mehr.